Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die ich für euch vorbereitet habe, sind natürlich ganz klar frisch gepresst, wie immer. Also das erste Thema ist, Lufthansa möchte Kerosin aus Amerika. Ganz genau, man warnt vor Kerosinengpässen. Lufthansa will Gewinn trotz Krise steigern. Lufthansa startet heute Fox, weltweit dieses neue Borderlebnis. Und Emirates korrigiert die Skywards-Promo. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, auf School zu kommen. School heißt es, auf School zu kommen und dort die Themen zu diskutieren. Also Glocke, Like, Kommentar, School. Ganz einfach, so verpasst du keine Folge mehr. Themen, die wir frisch gepresst haben, ganz klar, und damit fangen wir auch wieder an. Das ist das erste Thema, das ist Lufthansa. Lufthansa hat Angst davor, dass der Sprit alle wird. Kerosinengpässe. Man hat zwar von Jet B gesprochen oder Jet B1, es ist Jet A1, wurde dann auch korrigiert in der Fragerunde. Heißt also, Lufthansa möchte die Kerosinversorgung in Europa durch politische Maßnahmen kurzfristig sichern. Und mittelfristig sieht man durchaus Probleme. Wichtigste Fakten, die wir dazu sagen können, ist halt wirklich, dass der Import von Jet A1 aus den USA wichtig ist und dass wir Lockerungen brauchen bei der EU-Regulierung. Denn bisher sind 25% Kerosin aus der Golfregion gekommen. Ersatz sind USA, Nigeria und auch mögliche Tankstopps kommen dann in Erwägung. Auch ist es so, dass es einige Aussetzungen der Tankering-Regeln gefragt werden. Tankering heißt also, dass man dort zum Beispiel Sprit mehr mitbringt, als man eigentlich braucht. Auch ist es so, dass man natürlich hier wieder die globalen Lieferketten hat und wo die Airlines halt abhängig sind und Sprit können wir halt selber nicht hier rauspressen. Für uns durch die höheren Preise, die es beim Jet gibt oder Jet A1 oder Kerosin, gibt es natürlich auch höhere Preise bei den Tickets, ganz klar. Und das können wir uns sparen, sagte Carsten S. aus M. Man kann das Ganze natürlich wieder so durchdiskutieren, wie es immer ist, denn Europa ist halt abhängig von externen Energiequellen. Auch ist das Anti-Tankering ein Thema, man sagt aus Umweltschutz. Aber die Frage ist auch, wie lange können wir noch die steigenden Ticketpreise haben? Kurzfristig ist das Ganze stabil, aber mittelfristig wird es durchaus kritisch. Und die Energie, also das Kerosin, wird zu einem strategischen Airline-Thema. Die Frage des Tages, die wir dazu haben, sollten Airlines mehr Freiheit beim Tanken bekommen, also Tankering etc. Ihr beantwortet die Frage unten. Lufthansa will den Gewinn trotz Krise steigern. Heißt also, wir haben ja geopolitische Spannungen, man fliegt nicht mehr an Golf, man fliegt längere Strecken und die Treibstoffkosten halten Lufthansa nicht davon ab, am Gewinnziel festzuhalten. Wachstum wird jedoch bewusst gedrosselt. Und das Ziel ist es, irgendwo so einen Gewinn bummelig 2 Milliarden zu machen. Die Kerosinkosten sind plus 1,7 Milliarden auf 8,9 Milliarden. Das Wachstum reduziert auf max 2% Nachfrage, stark nach Asien, Q1 Umsatz plus 8%, Verlust reduziert um 15%, Streik, Belastung 40 Millionen Euro. Ja, das sind natürlich Themen und Lufthansa hat halt einen Fokus auf Profitabilität und möchte da nicht wachsen um jeden Preis. Preiserhöhungen sind der Haupthebel und für uns sind es halt wirklich die steigenden Ticketpreise. Höhere Auslastung, weil weniger Kapazität, ganz klar. Lufthansa nutzt auch die Schwäche von den Gulf Airlines wie Emirates zum Beispiel. Dann haben wir nochmal den lustigen Carsten S. aus M. Der stellt den globalen Luftverkehr vor enorme Herausforderungen. Ja, ist ja natürlich ganz klar. Und die Preiserhöhung ist die Frage, wie lange ist es wirklich langfristig tragfähig? Wird Wachstum geopfert für Stabilität? Und ist Lufthansa wirklich so resilient, wie sie tun? Und Lufthansa stabilisiert sich operativ, aber das Risiko ist und bleibt der Kerosinpreis. Im Moment hat man ein sehr hohes Hedging, aber das ändert sich ja über das Jahr. Am Ende des Jahres wird es dann neu ausgezählt, weil dann die Preise durchschlagen. Ja, würdet ihr höhere Preise akzeptieren für eine stabile Fluggesellschaft?
Eine Front, an der Lufthansa auch den Service verbessert hat, ist Fox on Board. Das heißt also Future Onboard Service oder Experience, Future Onboard Experience. Das ist die größte Service-Upgrade-Geschichte in der Lufthansa-Geschichte. Mehr Premium, mehr Erlebnis über alle Klassen hinweg. Man investiert 70 Millionen Euro. Der Rollout ist heute am 6. Mai. Ja, wir haben den 6. Mai. Und die Kernelemente sind halt wirklich alle Langstrecken, alle Klassen, Individualisierung, Komfort und Signature Moments in der First Class, Kaviar, Veuve Clicquot, La Grande Dame, Fine Dining mit Sterneköchen. Dann in der Business Class gibt es Menü von Johann Lafers, Kaffee und Kuchen. Sky Selection sind die flexiblen Mahlzeiten. Premium Economy, da gibt es bessere Vorspeisen, 3 Hauptgerichte, aber auch Slipper, ja ganz genau. Und erstmals in der Economy Class Amenity Kit bis zu 3 warme Mahlzeiten, 187 Millionen Geschirrteile, man hat 110 Testflüge gemacht. Und da sieht man, wie aufwendig das Ganze ist. Es ist ein klarer Angriff auf die anderen Fluggesellschaften, auf die Premium-Konkurrenz. Und ich sage es immer wieder, Air France, KLM, also besonders auf die Air France, Differenzierung über das Soft-Produkt und für die Passagiere deutlich verbessertes Erlebnis. Mehr Auswahl, mehr Individualität und vor allem höhere Attraktivität für uns als Premium-Kunden. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze auch in der Loyalty durchsetzt und ob wir Lufthansa die Repositionierung als Premium-Airline abnehmen. Ja, das ist das größte Service-Update in der Geschichte. Das muss man ganz klar so sagen. Und die Frage bleibt aber am Ende des Tages ganz klar. Kann Lufthansa das operativ umsetzen? Wie konstant ist die Qualität weltweit und ist der Service wichtiger als der Sitz? Ihr könnt ja auch noch mal ein bisschen über Allegris sagen, wenn ihr wollt. Fazit ist halt, es ist ein ambitioniertes Upgrade. Erfolg hängt komplett natürlich an der Execution, wie es ankommt und ich glaube auch an den Preisen am Ende des Tages. Dann doch die Frage, ist der Service oder der Sitz für euch entscheidend? Könnt ihr auch auf Lufthansa beantworten und dann mit der Allegris abstimmen. Gestern hatte ich schon darüber berichtet. Emirates korrigiert Skywards Promo. Emirates korrigiert eine fehlerhafte Ankündigung zu der Skywards Promotion. Das Startdatum wurde nämlich angepasst. Details bleiben aber trotzdem unklar. Also relativ stochern im Nebel. Das Einzige, was jetzt bekannt ist, 8. Mai bis 31. August, Bonus-Tier-Miles, reduzierte Statusanforderungen. Aber das Problem ist halt, das Startdatum falsch kommuniziert. Teilweise sichtbar plus 30% Tier-Miles. Die Konkurrenz Etihad verlängert den Fast-Track, den man machen kann, um Status zu bekommen. Qatar Airways hat ähnliche Aktionen, wird diese auch nochmal wahrscheinlich verlängern. Und man merkt, wie am Golf der Wettbewerb intensiv ist, gerade auch versucht wird, über die Loyalty das Ganze zu machen. Für einige ist das die Chance, einen schnellen Status zu bekommen. Und man sieht halt, wenn man diese Promotion strategisch stackt, kann man natürlich mit der aggressiven Loyalty durchaus was werden. Die Frage, die man sich aber auch wieder stellen muss, ist natürlich einmal, warum seid ihr zu doof zum Kommunizieren? Warum nicht einfach das richtige Datum? Und was ist aus eurer Sicht von den 3 Programmen das beste Loyalty-Programm? Wir können als Fazit einfach mitnehmen, gute Promo, schlechte Kommunikation und der Wettbewerb in der Loyalty. Man hat fast das Gefühl, dass er eskaliert. Die Frage des Tages, die ich auch stellen würde, wäre einfach, würdet ihr wegen solcher Promos eure Airline wechseln? Würdet ihr über den Golf fliegen? Das muss man ja am Ende als Frage stellen. Als Gesamtfazit der heutigen Sendung kann man wirklich nur sagen, Kerosin ist und bleibt ein strategisches Risiko für Fluggesellschaften. Lufthansa setzt auf Kostenkontrolle, Premium-Offensive, Wachstum wird zugunsten der Profitabilität reduziert, aber auch, dass die Loyalty-Programme am Golf wesentlich aggressiver eingesetzt werden. Und Service wird zentraler Wettbewerbsvorteil. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch aufs Cool zu kommen und die Frage des Tages beantworten. Sollten Airlines flexibler beim Tanken sein und vor allem, kann Lufthansa Premium wirklich oder ist euch Service wichtiger als der Sitz, um es einfach mal bei der Frage zu lassen. Ich freue mich, euch bei der nächsten Sendung wiederzusehen und Attacke. Also bis dann, ciao.